Stell dir vor, du baust gerade das fortschrittlichste Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs. Gefeilte Flügel, Strahltriebwerk, Überschallnähe. Und dann sagst du dir, das reicht noch nicht. Was käme danach? Für Kurt Tank von Focke-Wulf war die Antwort klar. Und sie war radikaler als alles, was 1944 in irgendeinem Windkanal der Welt getestet wurde. Ein Abfangjäger ohne Turbinen, ohne Verdichterschaufeln, ohne die meisten beweglichen Teile, die ein Strahltriebwerk so kompliziert machen. Stattdessen Ramjets, 2 davon, angebracht an einem Ort, den man dort nicht erwartet hätte. Willkommen bei einem der radikalsten deutschen Flugzeugprojekte des Zweiten Weltkriegs und einem, das nicht einmal das Windkanalstadium erreichte. Wer Kurt Tank war, wissen die meisten, die unseren Kanal kennen. Chefentwickler bei Focke-Wulf, Schöpfer der FW 190, dem wohl besten Kolbenmotorjäger des Kriegs. Und dann, Mitte 1944, der Mann, der hinter der Ta 183 Huckebein, dem gepfeilten Strahljet, dem wir bereits ein eigenes Video gewidmet haben. Doch während das Ta 183-Projekt noch in vollem Gang war, lief parallel ein zweites Vorhaben. Eines, das noch weiter dachte. Eines, das auf eine Antriebstechnologie setzte, die damals kein einziges Flugzeug je erfolgreich genutzt hatte. Der Entwurf wurde am 4. August 1944 fertiggestellt. Um zu verstehen, was daran so besonders war, muss man zuerst verstehen, was ein Ramjet ist und was er eben nicht ist. Ein Strahltriebwerk, wie es die Me 262 antrieb, hatte einen Verdichter. Ein rotierendes System aus Schaufeln, das Luft ansaugt, komprimiert, zündet und ausstößt. Komplex, wartungsaufwendig, anfällig. Ein Ramjet braucht das alles nicht. Keine rotierenden Teile, keine Verdichterschaufeln. Das Funktionsprinzip ist brutal simpel. Die Vorwärtsbewegung des Flugzeugs selbst presst Luft in den Einlass. Dort wird sie mit Treibstoff gemischt, gezündet und schiebt das Flugzeug weiter voran. Je schneller das Flugzeug fliegt, desto mehr Schub liefert der Ramjet. Das Problem, das dieses Prinzip 1944 unlösbar machte: ein Ramjet funktioniert erst dann, wenn die Luft mit ausreichender Geschwindigkeit hineingepresst wird. Im Stand? Nichts. Bei langsamer Fahrt? Nichts. Ein Ramjet kann ein Flugzeug nicht starten, er kann es nicht einmal ins Rollen bringen. Genau hier liegt der Kern des ganzen Projekts. Kurt Tank hatte die Entwicklungsarbeit eines Mannes namens Dr. Otto Pabst im Blick behalten und aktiv mitfinanziert. Pabst arbeitete an einem Staustrahltriebwerk, das für den Einsatz im Flugzeug taugen sollte. Zumindest theoretisch. Für den Rumpf und die Aerodynamik holte Tank Hans Multhop ins Team, denselben Konstrukteur, der die Flugzeugzelle der Ta 183 entworfen hatte. Multhop war kein gewöhnlicher Ingenieur. Er war jemand, der ein Flugzeug nicht nur als technisches Gerät sah, sondern als aerodynamisches Problem, das es elegant zu lösen galt. Und das Ergebnis seiner Arbeit für die Ta 283 sah entsprechend aus. Ein kurzer Hinweis, bevor wir tiefer einsteigen. Wenn dir diese Art von Geschichte gefällt, Flugzeuge, die ihrer Zeit voraus waren, Ideen, die an der Realität scheiterten, dann abonniere gerne unseren Kanal. Über 72% der Zuschauer schauen regelmäßig, ohne zu abonnieren. Ein Klick und du verpasst kein Video mehr. Die Ta 283 war kein großes Flugzeug. 11,85 Meter lang, 8 Meter Spannweite, nur 2,9 Meter hoch. Ein schlanker, spitz zulaufender Rumpf mit einem Dreiradfahrwerk, das die Maschine sehr flach über dem Boden hielt. Die Flügel saßen tief am Rumpf und waren mit 45 Grad gepfeilt. Einer der schärfsten Winkel, die man damals in einem Entwurf sah. Das Cockpit war weit nach hinten versetzt, fast im Schatten des mächtigen Seitenleitwerks. Das verschlechterte die Sicht nach hinten erheblich, aber das war kein Versehen. Wer mit dieser Maschine kämpfen sollte, würde nicht in engen Kurven drehen. Er würde schießen und weg sein. Doch das wirklich Erstaunliche war die Position der Triebwerke. Die beiden Pabst-Ramjets saßen nicht unter den Flügeln, nicht im Rumpf, sondern an den Spitzen der weit gepfeilten Höhenleitwerke. Jedes dieser Triebwerke hatte einen Durchmesser von 1,35 Metern und eine Länge von 2,69 Metern. Zum Vergleich: der Rumpf selbst war kaum breiter. Die Ramjets waren dicker als die Flugzeugzelle. Das gab der Ta 283 eine Silhouette, die kein anderes Flugzeug der Ära hatte, und einen guten Grund für diese Positionierung.
Wären die riesigen Triebwerke näher am Rumpf oder unter den Flügeln angebracht worden, hätten sie die Strömung über den Tragflächen massiv gestört. An den Leitwerksspitzen lagen sie sauber außerhalb des Hauptströmungsfelds. Und der Start? Der war das eigentliche Herzstück des Problems. Im unteren Rumpf saß ein Walter-Raketentriebwerk, das HWK 509A, dasselbe Aggregat, das auch die Me 163 Komet antrieb. Es lieferte 3000 Kilogramm Schub, genug um die Ta 283 in Bewegung zu setzen. Genug, um sie auf eine Geschwindigkeit zu bringen, bei der die Ramjets übernehmen konnten. Der Haken? Der Vorrat an Raketentreibstoff reichte für etwa 30 Sekunden. 30 Sekunden. Das war das komplette Zeitfenster, in dem der Übergang vom Raketenantrieb auf den Ramjet gelingen musste. Danach war der Schub weg, und wenn die Ramjets nicht anliefen, war das Flugzeug im besten Fall ein sehr teurer Gleitflieger. Nach einer Startrollstrecke von 500 Metern sollte die Maschine abheben. 2 Minuten später hätte sie 1000 Meter Höhe erreicht. Dann die Ramjets von 1000 auf 11.000 Meter in 2,3 Minuten. Das entspricht einer Steiggeschwindigkeit von 160 Metern pro Sekunde, mehr als 570 Kilometer pro Stunde nach oben. Oben angekommen, Höchstgeschwindigkeit 1100 Kilometer pro Stunde, in 11.000 Metern Höhe. Zum Vergleich, die Me 262 erreichte gut 850 Kilometer pro Stunde und galt als Wunderwaffe. Jetzt kommt die Zahl, die sich festbrennt. Die geplante Gesamtreichweite betrug 790 Kilometer. Doch die überlieferten Angaben sind widersprüchlich. Manche Quellen nennen 13 Minuten, andere sprechen von 43 Minuten Gesamtflugdauer. Klar ist, 790 Kilometer in nur 13 Minuten hätte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 3600 Kilometern pro Stunde bedeutet. Das passt nicht zu den projektierten rund 1100 Kilometern pro Stunde. Wahrscheinlicher ist also, dass hier Angaben zur Triebwerkslaufzeit, zur Reichweite und zur Gesamtflugdauer später vermischt wurden. Ein Flugzeug, das seinen gesamten Aktionsradius in der Zeit zurücklegt, die man braucht, um Wasser zum Kochen zu bringen. Die Bewaffnung war entsprechend auf einen einzigen Zweck ausgerichtet. 2 30 mm Kanonen im Bug. Keine ausgedehnte Verfolgungsjagd, kein Kurvenkampf. Die Ta 283 sollte mit maximaler Geschwindigkeit in alliierte Bomberverbände hineinstoßen, schießen und wieder weg sein, bevor irgendein Begleitjäger auch nur reagieren konnte. Kein alliiertes Flugzeug hätte dieser Maschine folgen können. Auf dem Papier. Und genau da bleibt es. Denn die Ta 283 hatte ein Problem, das kein Entwurf der Welt wegdiskutieren konnte. Die Ramjet-Technologie von Dr. Pabst war 1944 schlicht noch nicht bereit. Nicht für den Einsatz in der Luft, nicht unter Kampfbedingungen, nicht einmal für einen einfachen, kontrollierten Testflug. Das Projekt erreichte nicht einmal das Windkanalstadium. Man hatte Zeichnungen, Berechnungen, Entwürfe, aber kein einziges Modell kam je in den Windkanal. Kein Prototyp wurde gebaut und auch die Bezeichnung Ta 283, die das Flugzeug in Büchern trägt, ist keine offizielle Luftwaffenbezeichnung. Sie stammt aus der Zeichnungsnummer 283 des Entwurfs. Ein Nachkriegsname für ein Flugzeug, das nie existiert hat. Als die Leistungserwartungen des ursprünglichen Konzepts als unzureichend bewertet wurden, entstand noch ein weiterer Entwurf. Diesmal kombinierte man die Ta 283 Triebwerksphilosophie mit einer Zelle aus dem FW 252-Projekt, ergänzt durch ein kleines Strahltriebwerk im Rumpf und den Walter-Raketenmotor unter dem Heckbereich. Dieser Entwurf erhielt nach dem Krieg den Namen FW 252 Super Lorrain, benannt nach René Lorrain, dem französischen Ingenieur, der das Ramjet-Prinzip bereits 1908 patentiert hatte. Auch dieses Konzept blieb Papier. Der Krieg war schneller als jede dieser Ideen. Doch die Geschichte endet nicht damit. Hans Multhop, der Mann, der die Zelle der Ta 283 entworfen hatte und davor die Ta 183, verschwand nach Kriegsende nicht in die Bedeutungslosigkeit. Er wurde vom amerikanischen Flugzeughersteller Martin angeworben. Dort entwarf er den Martin XB-51, einen experimentellen Strahlbomber. Später arbeitete er an der Martin X-23 Prime, einem Raumgleiter für die US-Luftwaffe, einem Vorläufer der Raumfähren-Ära. Der Mann, der in einem deutschen Konstruktionsbüro Ramjet-Jäger auf Papier brachte, die nie flogen,
half den Amerikanern 2 Jahrzehnte später, die Grenzen des Weltraums zu berühren. Die Ta-283 war kein Irrweg. Sie war ein Versprechen, das die Technologie ihrer Zeit nicht einlösen konnte. Das Ramjet-Prinzip funktioniert. In Marschflugkörpern, in Hochgeschwindigkeitswaffen, in Versuchsflugzeugen. Aber als Antrieb für ein bemanntes Kampfflugzeug? Bis heute hat kein einziges Serienflugzeug der Welt diesen Schritt vollzogen. Was 1944 wie ein Blick in die nahe Zukunft wirkte, ist in Wahrheit ein Blick in eine Zukunft, die noch immer aussteht. Die Ta-283 flog nie. Ihr Name ist nicht einmal offiziell, und trotzdem zeigt sie, wie weit Focke-Wulf bereit war zu denken und wo die Grenze zwischen Genie und Machbarem genau verläuft. Manchmal liegt diese Grenze nicht in der Idee. Manchmal liegt sie in 30 Sekunden Raketentreibstoff. Falls du die Geschichte der Ta-183 noch nicht kennst, dem Jet, den Hans Multop kurz vorher entworfen hatte, schau dir unser Video dazu an. Du findest den Link jetzt oben rechts oder unten in der Beschreibung. Und wenn dir diese Art von Geschichte gefällt, lass uns ein Abo da. Es kostet nichts, aber hilft uns, genau diese Themen weiterzuerzählen. Was meinst du? Hätte ein funktionierender Ramjet-Jäger den Luftkrieg über Deutschland noch verändert? Schreib's uns in die Kommentare. Wir lesen jeden davon.